Der frühere Orbe Rommel hat mal gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Man kann entweder gegen Rheuma demonstrieren oder man kann einen Pullover stricken. Das war auch zutiefst schwäbisch. Und so möchte ich auch gern. Ich möchte, dass wir die sind, die der Pullover stricken, nicht gegen das Rheuma demonstrieren. Und ich glaube, dass unsere Studierenden das auch wollen. Wir müssen ihnen aber zeigen, wo das geht und wie es geht. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. There's nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Hello, my name is Mauritz. I'm shooting a documentary film, and nice to meet you too. Hello, hello. Ja, hallo. Herr Roos habe ich schon. Hello. Hello, Mauritz is my name. Mauritz. Maurice. Mauritz, yeah. And you? Moranya. Moranya? Moranya. Nice to meet you. Nice to see you. Hi. Hi. From Thailand. Nakul. Na cool. In Germany we say Spaßfoto, which is like a crazy picture. 1, 2, 3, and a crazy picture. All right. Guten Tag, Herr Roos. Das ist der Paul. Hallo. Ich würde es einmal bei Ihnen an den Hemdkragen fahren. Und den müssten wir das einmal. Müssten wir das einmal hinten durchziehen, wenn es möglich ist für Sie. Das ist ja Herr Roos, dazu muss ich aber gleich sagen, das Mikrofon, das jetzt angelegt wird, das wird durchgehend laufen. Das heißt, wir sind zumindest immer auf tontechnischer Ebene mit Ihnen verbunden. Nur, dass Sie das mal gehört haben. jetzt wäre, dass Sie sich vielleicht an den Gürtelbund schnallen könnten. Das wäre super. Alexander Roos. Alexander Roos, nice to meet you. Unfortunately, I can't speak Spanish. I understand a little bit, but I can't speak it. Mein Deutsch ist sehr schlecht, also ich kann nichts sagen. Besser als mein Spanisch. But first time for you in Stuttgart? Yes, for me, but he was here before. But it's my first time in Stuttgart and in Germany. So, Oh. yeah. Hope you had some good experiences. I don't know, are you Protestant or? Yes, I am. I'm Protestant, yeah. Trombone player in the Protestant chorus. So. So on your farewell party, we will say Korma Essler, which means, yeah, it's eatable. Food. Ah, okay. Die haben wieder zugeschlossen. Die haben alle nicht reagiert. Ich weiß nicht, ob du reinkommst. Ja, guck mal. Bitte? Da ist das ein Knopf. Da ist jetzt ein Knopf. Ja, war keiner. Ja. Hat irgendjemand einen Schlüssel? Hello, everybody. We are waiting for Mr. Kauf. Okay, thank you. Auf. Bin ja zuerst, falls was passiert. Ich bin neutral. Wie sagt sie? Auch von mir, ich bin der Rektor Alexander Roos, ein herzliches Willkommen an die Externen. Es war bislang immer eine großartige Stimmung an der Media Night. Das wird heute auch wieder so sein. Es ist eine große Party, es ist ein Riesenevent für die Studierenden, die ein Semester darauf hin gearbeitet haben. Und so wollen wir das auch feiern. Aber wir brauchen natürlich auch, es kommen viele Menschen, auch eine gewisse Struktur. Und deshalb finde ich auch die Idee vom Kollegen eigentlich eine gute Idee, dass ihr, die Studis, auch den Leuten ein bisschen weiterhelft, weil ich habe so ein australisches Straßenschild bei mir am Büro hängen, Don't follow me, I'm lost too. Ich hoffe, dass ihr die Räume findet dann auch und zum Gelingen von unserer Media Night beitragt. In dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle, an euch alle. Ja.
Packaging is a very important topic for me, for us, for our university, because concerning packaging, there is everything included. It's about marketing, it's about sustainability, about design, about technology. So everything is included here. So this is a very, very interesting topic. And to be honest, I think it's the most important topic concerning sustainability we have as a university. Yeah? So we are packaging development management, first semester. This semester for the media night, we wanted to develop some packages in the pharmacy direction, and we have 3 products. One I can show you. It's here. It's chocolate. Don't worry. It's green chocolate. Here you can They see always too. tell us it's chocolate. So we believe. So it's a tea with some citrus on the top. What's this? And now it turns the color is changing to purple. From blue to purple. And if you want, you can have a taste or for later. Yeah, these are Maybe some... better at the end of the meeting. Yes. So you printed the labels, you did the packages? Yes. Yeah, and also the insides, all the cooking, we did it. So all. you were from the first year students? Yeah, we First got the semester? masters, yeah, the first semester master. From the master? Yes. Yeah. Okay. We also got the Can I care do? package for you. Ah. Full package for Full package. Oh, thank you. Yes. Oh, I have another one inside. Yes. So I have to just. There's one which I find very interesting and really fitting to Stuttgart especially, which is traffic jams. I don't know, you are all from Valencia, right? Yeah. How is traffic in Valencia? Well, it depends. I mean, Madrid or Barcelona is for sure worst, but there are some days, special times is also critical. The first hour in the morning. 10 years ago, when we came to Los Angeles, our colleagues all told us we are the world champions in traffic jams. Now, hey, we are. And some students found a great idea on how to make traffic jams less boring. Lisa ruft die Lyrics auf und entdeckt eine kleine Tanzfigur am Bildschirm. Sie klickt darauf und die Figur fordert sie auf, mitzutanzen. Lisa macht mit und tanzt fröhlich. It's not usually what happens with me in my car. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Till you Just after the cinema, it's 7 stop. See you in Spain. One of my sons is a research engineer at Mercedes, so he would be proud that you drive a Mercedes. Nadia has a Volkswagen. Volkswagen. First she said, you can come with me, and they saw the Volkswagen and said, yeah, I go with the German, and then the German car, and then I say, but I have a Mercedes, and then say, okay, then I go better with you. We can accept the Volkswagen, but only accept. Usually we only accept Porsche, Mercedes, and a little bit Audi, because Audi is not only The Polytechnic. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Welcome to HCM. Thank you. First time again, right? Yeah, we are visiting. We are impressed by all. We are getting presents everywhere. So, and we are impressed by the I product. would suggest we go in there because the summer it's even nicer. Bye. Bye. Thank you. We are now showcasing films
that mostly international students shot over the course of the semester. And the overall topic was mein Stuttgart. So it was interesting to see how the students coming from abroad saw Stuttgart, because some of them really picked really niche topics. La gente no es emigrante porque le da la gana, la gente es emigrante porque necesita comer y necesita tener una vida en condiciones. El del Club Español Stuttgart lo hemos registrado hace 10 años, llevamos 10 años con ellos. Pues lo que sí hemos notado cuando en el 2008, por ahí, cuando vinieron mucha gente de España en la crisis y eso, pues que nuestra idea era, lógicamente, que tenías que apoyar a esa gente que venía y necesitaba ayuda, ¿no? Porque claro, te vienen familias y ya te digo, de un día a otro te dicen, mira, es que estoy aquí, tengo 2 niños y necesito trabajo y necesito casa, ¿no? From your feeling, how does this program here contribute to your expertise, to your education? Yeah, I feel like I've grown up so much as a person, and I've learned so much from this experience. Because also I don't speak a word of German, and being able to solve all the situations and all the problems by myself in another country has made me learn and grow up. So yeah. I can take the photo. Oh, please. Ponte tú arriba, que yo soy más. Martina, muy bien. Muy bien. Machst du mal mehr? Ich mach mehr. In Germany we say Spaßbild, which is like a crazy picture. Hey! Okay. Perfect. Okay. Professionals here. Media students, very great. Hallo. Die Mercedes habe ich schon Platz genommen. Ja, haben Sie schon alles ausprobiert, ja? Nicht alles ausprobiert, aber ich bin unsere spanischen Gäste sind wir gespannt drin gesessen. Super, ja, sehr gut. Das freut mich. Werden wir jetzt gerade gefilmt? Ja, wir werden gefilmt. Oh mein Gott. Damit wir reich und berühmt werden. Berühmt sind wir ja schon. Aber für die Preisübergabe dürfen wir einen besonderen Gast hier zu uns ins Studio begrüßen. Unseren Rektor der Hochschule der Medien, Professor Dr. Alexander Roos. Hallo. Hallo. Und wir könnten jetzt schauen, wer gewonnen hat. Schauen wir doch mal rein. So machen Schauen wir rein. Okay. Trommelwirbel. Und gewonnen hat das Team Stressless. Herzlichen Glückwunsch. Verdiente Preisträger, Students' Choice Media Award. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. Darf ich Ihnen geben? Stellvertretend. Und ich drück's und es geht nicht weg, es geht nicht weg. So viel Talent auf einmal auf. Da wird schon ganz Angst für die Zukunft, oder? Ja, im Gegenteil, ich habe große Hoffnung. Was ist denn da Prävention und Nachsorge und sowas? Was geht denn da alles? Und da gibt es ziemlich viele Ideen. Und ich bin gespannt, also das ist jetzt gerade so am Anlaufen und der Versuch eben die Mediziner mit uns und da zusammenzubringen. Wer weiß, vielleicht ist bei Ihnen auch mal noch eine Sache, die passen kann. Ne? Für die Zukunft. Beim alten Rektor hat man das dürfen. Genau, das sind dann die Geschichten, die draußen stehen. Bei dem war das okay. Machst du wieder allein in dem Jahr, oder? Ja, das kriegen wir nach. Ja. So. Das ist natürlich ein Charlie Chaplin. Wenn wir jetzt auch noch stecken bleiben. Dann haben wir Charlie Chaplin Ja. geschaffen. Lieber Collins, wir wollen dir vom Studiengang ganz herzlich danken, auch an unsere Medien. Du warst für uns immer ein wichtiger Ansprechpartner.
Nur, dass ihr wisst, das Casting zum Beispiel von dem Film Below the End, wo der amerikanische Soldier ist, dieses Casting, das ist dein Kumpel. Ja, da bin ich das. Nein, man konnte immer dazu dir kommen, Collins ist super. Wir haben jetzt ein Spiel mitgebracht, das ist ein Domino nicht auf 6, sondern auf 9. Das ist La Havana Domino. Simon und ich haben erklärt, dass ich bin eingelernt schon quasi, bin zertifizierter Domino-Spieler. Genau. Und deshalb, wenn ich sage, Simon, der Herr Rose und wir zwei, der Spieler jetzt mal eine Runde Domino La Havana und das Spiel ist eröffnet. Ich habe gerade gesagt, er erzählt mir schon die ganze Zeit, aber mein einziger Bezugspunkt, ich war einmal im Leben in Havanna. Sonst okay. Wir zwei sind ein Team und ihr zwei seid ein Team. Ja, super. Genau. Ja, das war wir Spieler. Ja, ihr seid die Pros. Simon, wir wollen gewinnen. Okay, das sind jetzt aber ganz niedrige Motive, genau, oder? Jeder. Also viele Okay, danke. Ja, jetzt habe ich eins. Okay, geil, danke. Weiter? Ja, ich spiele weiter. Denkbar simpel, aber wirklich schön. Und Ja, das kann über sich wieder wenden. Ja, das hat schon was. Bevor wir zu Ihrer Zeit an der HDM oder gar der HBI kommen, würde es mich interessieren, wie Ihr beruflicher Weg bis dahin verlief. Könnten Sie diesen Werdegang noch mal kurz für uns skizzieren? Ja, das ist einfach skizziert. Ich habe an der Universität Stuttgart studiert. Technisch orientierte BWL hieß das, heißt es heute noch. Das gleiche Studiengang. Das ist ein BWL-Studiengang, der technische Grundlagen, Ingenieurgrundlagen auch enthält. Und da muss man ein Schwerpunktfach dann erwählen. Und das war bei mir damals etwas ziemlich Exotisches, nämlich Informatik. Danach bin ich zu Bosch. Als guter Schwabe muss man entweder zu Mercedes oder Bosch, also Bosch. Und war dann dort einige Zeit im Controlling, Produktionscontrolling. Und bin dann zu Fraunhofer gewechselt, um kurz zu promovieren. Da wurden dann 10 Jahre draus. Spannende Jahre, internationale Jahre auch. Ja, und dann hat jemand buchstäblich eine Telefonnummer verwechselt, ist bei mir rausgekommen und hat gesagt, es sucht eigentlich einen Lehrbeauftragten. Und so kam es, dass ich den ersten Lehrauftrag in meinem Leben gemacht habe, auf Anraten meiner Frau, die gesagt hat, wer weiß, für was das mal gut ist. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn das nichts ist, bin ich in 4 Wochen da wieder weg. Habe nach 4 Wochen aber gesagt, das ist, glaube ich, der Job meines Lebens. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was ich heute noch ganz positive Erinnerung habe, dass die Studierenden ganz anders waren, als wir als Studierende waren. Inwiefern? Die waren unglaublich interessiert, unglaublich dankbar, wenn man sich engagiert hat. Die haben auch gespürt, wenn man sich engagiert hat und haben echt da... Man kriegt so ein Gefühl, ja, jetzt hat man sie, ja, jetzt finden die das auch spannend. Da war ein Feuer drin, das von vornherein Spaß gemacht hat. Ja. Wenn ich schon das Wort kurz habe, es ist mir also schon etwas peinlich, ja, das muss ich also sagen. Also es wäre eigentlich, man sagt ja bei Beerdigungen, bei Verabschiedungen, also wo wird am meisten übertrieben, das ist bei Beerdigungen und Verabschiedungen, ja. Und sehen Sie es bitte auch so, ja, also mir geht so, und zweitens bin ich noch da, ja, also ich habe schon das subjektive Gefühl, dass die Grube für mich schon ausgehoben ist und ich auf einem schmalen Brett stehe und irgendwer dahinter schiebt. Ja, und der Bagger ist da, das kann ich jetzt nicht mehr. Ja, und also das ist, also ich hoffe jetzt nicht, dass sich das so fortsetzt, bis ich tatsächlich mal nicht mehr, also zumindest offiziell nicht mehr im Hause sein werde. Ja. Und ansonsten wird es noch für mich sonst werde ich womöglich noch komisch im Laufe der Zeit, ja, weil zu viel, Sie kennen mich ja alle und ich komme ja wie andere auch aus einem pietistischen Elternhaus und zum Lachen und zum Loben gibt es nicht, ja, also auch da gehe ich ja sparsam damit um. Die HDM ist ja eigentlich ein Widerspruch
in sich selbst. Sie hat sich einem Thema verschrieben, Medien, was also hochgradig unseriös ist, schwer zu greifen, luftig, versponnen, durchgeknallt. Sie ist aber eine durch und durch schwäbische Hochschule. Perfekt. Besser kann man es nicht beschreiben. Dankeschön. Und ich bin voll und ganz bei Ihnen. Herr Michel hat das schon recht gut auf den Punkt gebracht. Dennoch würde es mich interessieren, in Ihren ganz eigenen Worten, was macht diese Hochschule hier eigentlich so schwäbisch? Ganz viele Dinge. Also von meinem durch und durch schwäbischen Akzent abgesehen, schauen wir uns mal an, was Schwaben ausgemacht hat in der Vergangenheit. Es war über die Jahrhunderte weg eines der Armenhäuser Europas. Kann man sich heute eigentlich kaum vorstellen. Wir sind eines der reichsten Länder nach wie vor. Es hatte keine Rohstoffe. Es gab sogar wenig Wasser, wenn Sie auf die Alp gehen. Es sickert leider alles gleich durch. Ja. Also auf der Albbauchfläche gibt es nicht einmal das. Es sind eigentlich gruselige Voraussetzungen. Und vielleicht ist es deshalb so, dass diese Gegend hier viele schlaue Köpfe hervorgebracht hat, die sich durch Neuerungen, durch Innovationen ausgezeichnet haben, aber auch durch einen großen Fleiß. Nur mit beidem ging es überhaupt hier. Und das ist, glaube ich, etwas in diesem Sinne sehr, sehr Schwäbisches, was die Hochschule auch prägt. Denken in Neuerungen und eine schwäbische Macherart. Und beides finde ich großartig und beides macht uns zu einer schwäbischen Hochschule. Und das Schwäbische war auch schon immer verbunden mit Zurkreiste, mit Leuten, die von außerhalb kamen, schon Jahrhunderte vor wir irgendwelche Migrationsdebatten hatten, ja, von Hugenotten bis sonst was. Ja. Das Schwäbische hat viel von fremden Sprachen aufgenommen. Wenn man an die ganzen französischen Vokabeln denkt, die das Schwäbische heute noch prägen, der Plafond und das Trottoir und weiß ich was alles. Ja. So wie heute unsere Industrie auch sehr international geprägt ist. Und deshalb, glaube ich, ist eine schwäbische Hochschule eine, die hier in diesem Denken, in dieser Tradition verwurzelt ist, die aber auch ganz stark nach außen schauen will, schauen muss. For your next name, yeah. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? You went to the finest school, all right, Miss Lonely. But you know you only got to get used to it. You know what it is. Nobody ever told you how to live out on the street, but now you're gonna get used to it. Auch die Media Night ist ja irgendwo ein Kind der audiovisuellen Medien, aus einem Prüfungskolleg entstanden. Das wird man heute auch sehen, wie die Media Night in vielfältiger Weise von AM-Produktionen auch noch mit geprägt wird, zum 72. Mal heute. Attraktiv war der Studiengang immer, er ist auch heute noch. Bis zu 900 Interessenten bewerben sich auf diese Studienplätze. Das ist wirklich eine Erfolgsstory und 40 Jahre ist auch ein guter Punkt zum Zurückblicken. Man sagt, Schwaber werdet erst mit 40 gescheit, die andere wird jetzt nicht in Ewigkeit. Gucken wir mal, ob das auch für Studiengänge zutrifft. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not setting any alibi. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you wanna vacate here? Man macht immer so ein Gruppenbild, fast chinesisch, ja. Das ist das Gruppenbild. Und da drin ist eine Botschaft. Welche Botschaft?
Welche Botschaft würden Sie sehen? Wenn der Rektor hat sich diesen Platz ausgesucht, fällt Ihnen was auf? Ich sehe ein Bild im Hintergrund. Ja. Ist es Fidel Castro? Würde ich nicht sagen, nein. Nein, es ist keiner der großen kommunistischen Revolutionäre. Es ist jemand, der in Kuba die Volksbildung ganz stark vorangebracht hat. Mhm. Ich glaube, dass er den Platz nicht zufällig ausgewählt hat. Dass es eine Botschaft ist. Als wir in der Türkei waren bei diesem Dekan, der jetzt im Knast sitzt, wir haben auch so ein Bild. Das Bild war von Atatürk. Zufällig. Man kriegt viele Botschaften auch. Man muss sie nur lesen, wenn man im Ausland ist. Ja. Für Sie sicher nichts Neues. Sie dürfen einmal ein bisschen zu mir kommen. So, einmal andersrum drehen. Also, nee. Jetzt nochmal um 180 Grad. Jawohl, genau so. 360. Ich will das einmal an Ihrer Hose leicht befestigen. Einmal das Sakko ein wenig anheben. Wir gehen als allererstes jetzt direkt in die Event-Media-Produktion U-Turn. Da freue ich mich sehr drauf. Da wird uns auch Ursula Drees begleiten und mit uns spielen. Da schauen wir mal, wer schneller ist. Mit den Öffis oder mit dem Auto durch Stuttgart. Auto. Sagen Sie Auto? Ja, immer. Sie kennen diesen Satz aus Sherlock Holmes. Welchen Satz? Wo der Bruder von Sherlock Holmes, der Mycroft, sagt, diese Leute haben nicht nur einen schlechten Charakter, sie haben mich auch noch gezwungen, den öffentlichen Nahverkehr zu frequentieren. Okay. Okay. Ja, dann schauen wir mal, wo wir Sie, auf welcher Seite Sie wir positionieren. Genau. Der Fernsehturm hat eine eigene Haltestelle. Müssen wir gucken, hin wollen, oder? Ja. Jägerloch, Fernsehturm, Aber sollen wir vielleicht da vorne schauen? Sie ist doch mit Linie Verlaufsplan. Rotnang, Reumann, da ist der das Fernsehturm, ist der Urbank-Fernsehturm. Ja. Ja. Nein, noch ein bisschen. Jetzt Schluss. Komm, wir machen jetzt hier Schluss. Jetzt kriegen wir 110 kriegen wir hin. Ja. Wenn Sie die Zahl noch lesen können, 37. 3793. Ja. Ah, jetzt. Und jetzt. Okay, das war der Fehler, ja. So. Und jetzt sagen wir da irgendwo da. Kontaktlos. Warte auf Stopp. Jetzt. Super. Vielleicht nochmal drehen zurück. Ja. Oh, das ist ja ein Ereignis. Vielleicht können wir das da, können wir die nehmen. Wenn wir da rein. Sicherung. Die Sicherung. Ja, das erklärt einiges. Zigaretten Das können wir rausmachen. Ja, raus. Bin ich ehrlich mit Ihnen, ich rauche nicht. Ja, weg. Oh Mann! Die Bahn hat den Fernsehturm als erstes erreicht. Ihr habt das Rennen gewonnen. Trotzdem gut. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns gut geschlagen, aber wenn das Auto nicht will. Die Autofahrer am Parkplatz ab. Jetzt werden wir abholen. Wenn sie denn bald da sind. Wie du nach vorne kommst. Okay. Wie kam das zu U-Turn, bitte wenden? Das ist immer ein bisschen schwer, wenn eine Person mit einer Idee um die Ecke kommt, da alle für zu begeistern. Deswegen haben wir dann geschaut, worauf haben wir alle Lust zusammen, was wollen wir machen. Und dann haben wir auch so ein bisschen überlegt, was hat einen Alltagsbezug, womit können vielleicht auch die Studenten was anfangen. Und da ist halt dieses Verkehrsthema total riesig. Die menschlichen Urbedürfnisse gewinnen und den anderen eine reinwirken. Genau. Aber nochmal vielen Dank, es hat wirklich großen Spaß gemacht. Das hat uns sehr gefreut. Wir sind natürlich total froh, wenn der Rektor auch mal spielt. Und dann leider Gottes gewinnt. Auch das war das einzige Manko, aber ich war schon relativ häufig da. Das stimmt. Zum Beispiel auch an der interaktiven Kletterwand. Die kann ich auch nicht nennen. Ne? Bei Plantasia. Ja, genau. Ja. Sie haben auch das allererste größere Event von uns, als wir da unten im Haus der Wirtschaft waren. Da Genau, wir Haus der den Peter Wirtschaft. Weibel Oh zu ja, überlegen. genau. Meine Güte. Oh ja, das war ein denkwürdiger, in großen Teilen denkwürdiger. Ja, das hat auch ein bisschen Aufwand. Ja,
erzeugt, würde ich mal sagen. Wofür ich persönlich wirklich dankbar bin. Also. Okay, wunderbar. Dann los. Ja, also ich bin Christel, 3. Semester. Wir machen dieses Jahr die Lotsenleitung. Letztes Mal waren wir so dabei. Ja. Genau. Wir haben unsere Blättchen sind hier verteilt dann. Genau, und helfen einfach bei der Übersicht, bei Fragen, wo Sachen sind, als Leute Fragen haben. Genau. Dann auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich mache es ganz kurz. Ich wünsche allen eine schöne Media Night. Es ist immer ein tolles Fest. Es ist eine Festatmosphäre. So wollen wir das auch haben. Ja. Aber Startup Center ist Ihnen ja alles andere als fremd. Also da sind Sie ja Gehört schon zu den Themen, wo ich ein bisschen was dazu beigetragen habe. Ja. Ja. Wie lange gibt es das schon? Seit 2011, ist das richtig? Offiziell ja, inoffiziell sogar noch ein bisschen länger, aber so in der Größenordnung hat man es institutionalisiert. Das Thema haben wir schon lange gemacht, seit Anfang der 2000er. Es ging darum, dass wir das vom einzelne Seminare machen, einzelne Menschen fördern, mehr in eine Institution bringt. Und da war der Hartmut Rösch, den wir jetzt wahrscheinlich auch gleich sehen werden, ja. der Taktgeber. Und das war der Anfang von der Erfolgsgeschichte. Und heute sind wir da wirklich dann Hartmut und seinem Team ganz vorne mit dabei und sind auch in vielen Punkten Taktgeber, was das Thema Gründungsförderung anbelangt. Sprache in solchen Büros und das in Neuss keinen Sinn macht, also leider einfach in dem Land. Wenn es ja auch bei jedem Land anders ist, bei manchen ist Samstag und Freitag ein Feiertag und Sonntag wird gearbeitet, bei manchen wird am Sonntag nicht gearbeitet. Ist jetzt wieder da? Ah ja, genau. So, und wie machen wir das? Eigentlich mit 2 Hauptteilen. Damit wir halt den Anforderungen entsprechen. Zum Abschluss. Weil wir halt auch gemerkt haben, dass es mit einer bestimmten Betriebszeit gar nicht geht. Im Prinzip hatten wir nur Agentur. Aber vielleicht sagt noch mal Forschungskonzept, was ihr denn macht. Ja, also das ist Genau, also wir machen eine Gesundheits-App für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa hat man vielleicht schon mal gehört. Und unsere Innovation, die wir in dieser App eben drin haben, ist ein Algorithmus, der diese Schübe 5 Tage im Voraus schon erkennt und die Leute eben warnen kann. Und die Innovation ist wirklich eigentlich komplett hier entstanden in der Sandbox auch. Also das war gar nicht die ganz allererste Idee, die wir hatten, aber dann in der Sandbox hat sich das dann irgendwie alles so entwickelt. Ja, und jetzt stehen wir als Medizinprodukt, schon krass. Aber es ist auch normal, dass man anfängt. Ne? Wir sehen die Teams, wie die sich entwickeln, die fangen an und dann machen sie diese Pivots mehrfach. Und ich meine, dass man dann auch den Freiraum hat, das zu machen mit den Fördergeldern. Das ist ja sonst, wenn direkt umsatzbasiert auf jeden Fall, ja. Sonst hätten wir es gar nicht probieren können. Wir wussten ja gar nicht, ob das klappt mit unserer Vorhersage. Das war ja wirklich so ein Schuss ins Blinde, bisschen. Und ja, das hätte sonst nie funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Da müssen halt viele Dinge zusammenkommen. Da müssen Leute wie ihr zusammenkommen. Hartmut und Frau Kutte, die schon so lange dabei sind und so viel Erfahrung haben, weil das ist ein Erfahrungsgeschäft. Es braucht diese bisschen Kreativatmosphäre, die wir hoffentlich bieten. Und dann ist das, ich finde es ein super Beispiel, weil es versucht immer Dinge, die eigenen Thesen stützen. Ja, Sie stützen meine These. Und die These heißt, wir sind da erfolgreich, wo wir Dinge aus dem Medienbereich in andere Branchen transferieren. In diesem Fall Medizin, das machen wir auch im Spielebereich. Ja, da ist, also im erweiterten Sinne könnte sie sogar noch unter dem Dach quasi laufen, aber
diese ganze Geschichte Healthcare, ja, von Medien zu Healthcare, das ist ein Riesenbereich. Das heißt, wir gehen aus diesem Medienbereich in ganz, ganz andere Bereiche hinein. Aber das ist das, was die HDM stark macht und das ist das, was uns wertvoll macht. Dass wir Medien können, glaubt jeder, steht irgendwo in der Überschrift. Ja, sollte so sein. Das war ja immer unser Traum, dass es sich so entwickelt. Ja, dass sich das gegenseitig befeuert. Dass die, ich habe vorher gesagt, die Media Night nicht das Ende ist von einer netten Idee, sondern ein Anfangspunkt vielleicht, dass dann studentisch getrieben was entsteht, Unternehmer, und dass das wieder die Forschung befeuert und dass das so richtig Engine wird. Und soweit cool. Ja, klasse. Ja. Frau Ritz, wollen Sie noch hier auf die andere Seite? Dann haben wir Sie noch ein bisschen schneller im Bild. Herr Höchster, wollen Sie auch ein bisschen weiter zusammen? Aber dann gehen Sie auch mit ins Foto, dass wir Sie auch dabei haben. All right, all right. Maybe you can play with the letters a little bit, like Okay, I'm doing M. maybe an M. Maybe you can lean towards the M. Perfect. Oh yeah, okay, that's great. That's great. Perfect. Herr Höchster, da sind Sie, okay. In Germany we say Spaßfoto, which is like a crazy picture. 1, 2, 3, and a crazy picture. Woo! All right. It looks great. It looks perfect. Of course. And now I picked a little course for us. I picked projects for us. And I'll lead the way, okay? Okay, sure. Okay, perfect. Thank you. Subjects in university. We combined different classes together. Kernpunkt des Geschehens sind die Studis und deren Kreativität. Wenn wir die von Anfang an nutzen und den Leuten sagen, es gibt außer Berufsbeamtentum vielleicht noch irgendwas anderes und möchtest du deine Ideen nicht in Umsetzung bringen, dann haben wir ein gigantisches Potenzial. Ich erinnere mich noch, dass vor vielen Jahren war ich in Kanada an einer Partnerhochschule, die haben eine Umfrage gemacht in der kanadischen Industrie. Was erwartet ihr von den Absolventinnen und Absolventen in Kanada? Und die hatten so eine Säulengrafik und die erste Säule, die war gefühlt 10-mal so hoch wie alle anderen Säulen. Und da stand drunter Self-Starting People. Leute, die von alleine loslaufen, die nicht darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und jetzt ist die Frage, wir müssen den Leuten sagen, was tun wir als HDM, wie könnt ihr da mitmachen? Und wir müssen an uns arbeiten, dass wir die Leute nicht aufhalten, sondern fördern. Oh, Gruppenfoto. Bleibt alle dran. Ich hoffe, dass die junge Generation offener sind. Auch die junge Generation, die nicht schwul oder lesbisch sind, die offen sind. Und dass die in einer Gesellschaft leben wollen, die niemand mehr diskriminiert. Weil Diskriminierung ist nie gut. Diskriminierung bringt keine Fortschritt, im Gegenteil. Man kann nicht genug reden. Wenn ich in Kingsclub auffange und die kommen und tanzen, kann ich immer noch um 12 kurz Musik ausmachen und mich sagen, wie glücklich sind wir, dass wir frei sind und tanzen können. Weil die wissen nicht. Die glauben, sie sind aus der goldenen Käfig raus und sie sind frei, aber diese Freiheit haben wir schwer erkämpft. Und wir müssen diese Freiheit behalten. Im Gegenteil, die Freiheit muss größer werden.
Wir sind Walkable History und unser Projekt zielt vor allem auf ein jüngeres Publikum ab. Und zwar geht es darum, dass wir die NS-Zeit Stuttgarts quasi einmal der jüngeren Generation näher bringen können, damit das Geschehene eben nicht vergessen wird, sondern weiterhin in Erinnerung bleibt. Und insbesondere konzentrieren wir uns auf Persönlichkeiten aus Stuttgart, die während der NS-Zeit verfolgt wurden. Die Projektidee ist im Jahr 2020 entstanden, als ich in der Gestapo-Zentrale in Köln war und in Stuttgart. Und ich mir gedacht habe, wie schaffe ich es, dass für junge Menschen die Geschichte auf der Straße liegt und die nahbar wird. Als Anreiz für alle, die noch keinen haben, so sieht der Preis dann aus, an dem unter anderem auch, soweit ich weiß, unser Schreiner beteiligt war. Und ich finde, er ist richtig schön geworden. Gefällt er auch der Designerin? Alles gut, alles Perfekt. Dann kommen wir jetzt zur feierlichen Preisverleihung. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe einmal mitgespielt, das ist was anderes wie hat spielt in der Big Band. Das erschien aber in den Archivmaterialien so, Zweimal. Okay, zweimal. Also. Oder sogar drei? Jetzt aber. Doch, dreimal. Aber nur dreimal? Aber nur dreimal, okay. Genau. Ich spiele ja normal immer Posaunenchor. So. Also auch aktiv? Ja, Posaunenchor ist normalerweise, wenn nicht Media Night, ist das immer meine Donnerstagabendbeschäftigung. Ah, verstehe, okay. Kein Auftritt heute. Ja, genug Auftritt heute schon, okay, ich will nichts sehen. Ich will nichts sehen. Genau vor einem Semester haben Sie, wo wir in diesen Modulbau gegangen sind, haben Sie zu mir gesagt, natürlich mit dem Bezug aufs Schwäbische, wenn man wissen will, wo es hingeht, sollte man wissen, wo man herkommt. Ja. Und wenn man diesen Satz jetzt ein bisschen neu interpretiert, ich hoffe, ich darf mir die Frage erlauben, jetzt wissen wir ein wenig mehr, wo Sie herkommen, aber wie geht es denn für Sie jetzt weiter? Einfach mit einem Break, mit einem Cut, den ich mir auch gewünscht habe. Ich habe, Gott sei Dank, ich war mein Leben lang nie krank, ich war nie arbeitslos, ich habe immer schöne Jobs gehabt und es war immer grandios. Aber ich habe immer gesagt, mit 63 ist für mich so ein Punkt, da würde ich gerne, wenn es irgend geht, aufhören und mal gucken, wie die Welt anders laufen kann. Und deshalb kommen gerade immer wieder Leute zu mir, die sagen, hättest du Lust, das noch zu machen? Also könnte man ein Institut aufbauen, man könnte mal weiß ich was alles machen. Ich sage immer, kommt vielleicht im Januar wieder. Aber ich möchte nicht, dass mein Kalender am 1. November wieder gefüllt ist. Ich möchte ihn ganz bewusst leer haben, ganz leer. Okay. Und dann entscheide ich über mein Leben und was ich machen werde. Alle halbe Jahre wieder. Alle halbe Jahre wieder. Soweit ich mich erinnere, haben wir letztes Mal grandios verloren. Oder ich habe grandios verloren. Ich habe keine Erinnerung. Das ist vielleicht am besten. Aber es ist ein besonderes Spiel und man will hier von der Fakultät 2 und im Namen der AM hier versammelten Mannschaft doch sagen, viel Spaß damit. Vielleicht haben Sie demnächst viel Zeit und Lust mal, vielleicht mit dem einen oder anderen das zu spielen. Deshalb viel Spaß damit, ganz viel Freude und Ganz herzlichen Dank und dann habe ich ja bald Zeit, so mit meinen Mafia-Kollegen da spiele. Das ist absolut gut. Ich habe gerade gesagt, ich war auch schon in Havanna. Irgendwas ist an mir vorbeigegangen. Also mit mir hat da keiner Domino gespielt. Da war ich halt am falschen Ort. How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone?
to the finest school, all right, Miss Lonely. But you know you only got to get used to it. You know what it is. Nobody ever told you how to live out on the street, but now you're gonna get used to it. You say you'll never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not setting any alibi. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you wanna vacate here? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Like a complete unknown, just like a rolling stone. Prince is on a steeple, and all these pretty people drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts. You better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon and Rex and the language that he used. Well, go to him now, he calls you. You can't refuse. Aber ich habe einen Wunsch von Ihnen nicht vergessen. Mein Wunsch? Jetzt bin ich ganz... Sie wollten doch sicher noch ein Autogramm. Ach, das ist aber nett. Hier das Original-Autogramm von Herrn Roos. Das ist bestimmt mal ganz, ganz viel wert. Herr Roos, ich danke Ihnen. Ich halte es in Ehren.